Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zum Portfolio Review Nummer 26. Und dieses Portfolio Review, wenn das online geht auf YouTube, dann ist es noch ziemlich aktuell gesprochen, denn ich habe es erst vorgestern aufgenommen. Und daher kann ich euch jetzt ein paar aktuelle Informationen geben, die halt wirklich noch aktuell sind beim Erscheinen von diesem Review Nummer 26. Die nächsten Folgen sind dann quasi vorproduziert, aber diese hier ist jetzt ziemlich aktuell gesprochen. Und deswegen ein paar Infos. Als erstes nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir alle diese Bilder schickt. Ihr müsst jetzt in der Zwischenzeit mit lange Wartezeiten rechnen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt ein Bild schickt, dann kann es bis zu 3, 4 Monate dauern, bis euer Bild in ein Portfolio Review reinkommt. Bitte nicht mehrfach schicken, die Bilder einmal langt und dann kommt es auch irgendwann dran. Ich habe es schon angekündigt, wenn ich bis zum Mai 50.000 Abonnenten habe auf YouTube, dann werde ich mehr Videos machen. Dann geht jeden zweiten Tag ein Video online, da gibt es auch wieder mehr Portfolio-Reviews. Es liegt also an euch. Ihr müsst einfach die Portfolio-Reviews teilen, liken, sie weiterempfehlen. Und ich verspreche euch, wenn die wirklich noch nach oben schießen von Klickzahlen oder wie auch immer, dann mache ich auch mehr Portfolio-Reviews und es kommen auch wieder mehr Bilder dran. Aber ansonsten bleibt es erstmal bei so einem Rhythmus, dass etwa einmal, maximal zweimal die Woche so ein Portfolio-Review rauskommt. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz gesagt haben, aber ihr macht es ganz toll. Also ihr kommentiert auch immer fleißig, das ist wichtig. Davon lebt das Portfolio-Review und es ist immer schön, das mitzuverfolgen. Okay, das war es aber schon. Und jetzt kommen wir mal wieder zu den Bildern. Ich habe sie noch nicht gesehen, also wirklich aus der E-Mail wieder reingezogen. Und ja, meine letzte Aufzeichnung, die ist ein paar Wochen her. Ich hoffe, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Da haben wir schon das erste Bild von Art Faces Photography. Und es zeigt eine Dame beim Rauchen. Ich bin ja ein absoluter Nichtraucher. Ich bin ja nicht mal Passivraucher, aber ich mag Bilder, komischerweise, wo geraucht wird. Also wenn es ästhetisch dargestellt wird. Obwohl ich ein Gegner von Zigaretten und so weiter bin, finde ich dieses Bild ästhetisch. Ich weiß, es können viele nicht verstehen, aber ich finde es richtig, richtig cool. Ich finde es da unten sogar cool, der Rauch, das sieht aus wie so eine Flamme. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, was ich auch passend finde. Mit dem Licht finde ich auch gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Licht an der Nase. Dieser schwarze Streifen in der Mitte. Da weiß ich jetzt nicht, wie man das hätte lösen können. Also da hätte ich vor Ort mit dabei sein müssen, um das vielleicht selbst herauszufinden. Aber unten kommt das Licht eigentlich ganz gut. Auch wenn wir da im Bein jetzt hier einen schwarzen Streifen haben. Also es sind halt zwei Lichter, eins von rechts, eins von links, schätze ich mal. Und ja, da muss man damit leben. Das ist so ein bisschen störend da unten, aber ich hätte jetzt da nichts rumretuschiert oder so, denn das Bild wirkt eigentlich so, wie es ist. Gefällt mir ziemlich gut. Da oben denke ich noch so eine helle Kontur entlang des Beines zu sehen. Diese hier, weiß nicht, ob ich die noch vielleicht wegretuschiert hätte. Aber ansonsten her, von der Gestaltung her finde ich es eigentlich auch ziemlich gutes Bild. Es ist natürlich, ja, ne, Zigaretten, Rauchen, das kann jetzt sein, dass jetzt auch jemand unter den Anmerkungen irgendwo schreibt, so, ach Kelvin, du unterstützt es auch noch, dieses Rauchen, gesundheitsgefährdend und so weiter. Ich mag so Rauchbilder. Vielleicht sollte man, oder kann ich jetzt mal an der Stelle erwähnen, wenn ihr auch mal Rauchbilder machen wollt, müsst ihr halt oft mit hartem Licht arbeiten, damit man auch diesen Rauch auch sieht. Also ich finde es ein schönes Bild, habe nichts groß zu kritisieren. Finde auch in dem Fall das Hochformat passend gewählt, weil ja auch so die Beine nach oben gehalten werden. Also ich finde es gut. Ja, ist jetzt nicht so ein Bild, wo ich es völlig ausflippe, aber ist ein schönes, finde ich ein gutes Bild. Gehen wir weiter zum nächsten Bild vom Mike. Den Mike kenne ich ganz gut. Der kommt aus dem Osten, der Mike. Ist ein guter Kumpel von mir. Ein Kumpel, der mich immer vom Flughafen abholt. Treffen wir uns immer. Ja, also das Bild, ich habe es schon mal vor langer, langer Zeit gesehen auf seiner Website. Ist für mich ein Knaller. Ich stehe ja auf diese kontrastreichen Bilder, ist überall Zeichnung drin. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auch eine Story drin. Also man fragt sich oder es regt zum Nachdenken an, ne, was macht der Golfer hier mitten auf dem Platz? Ist er vielleicht selbst Golfer? Was man noch nicht ganz so reingeht, sind diese zwei Personen im Hintergrund. Gut, die gehören wahrscheinlich zum Bild, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich mir die Mühe gemacht, die rauszuretuschieren, kein Witz.
Aber das ist natürlich immer starke Geschmackssache. Aber mir gefällt das Bild ziemlich gut. Es lebt von den Farben. Ich mag den Look auf der Person ziemlich gut. Ja, und ich kann jetzt unten nicht näher ranzoomen. Ah doch, ein bisschen geht noch, dass ich mal die Website zeigen kann. Mike Hillebrand, Photo Artist. Aber ihr könnt ihn einfach googeln, da findet ihr ein bisschen was. Macht coole Bilder. Okay, also, nee, gutes Bild. Wie gesagt, vielleicht hätte ich die Person, also ich hätte sie wahrscheinlich rausretuschiert. Aber ansonsten, ja, da gibt es eigentlich nichts. Ist eigentlich ein ganz cooles Bild. Ich finde auch gut, dass er mittig platziert ist. Ich hätte ihn jetzt gar nicht da an der Seite irgendwo platziert. Ja, gehen wir zum nächsten Bild. Dann haben wir hier Campus Photography. Tja, schwierig. Sagt mir jetzt überhaupt nicht so, das Bild. Ne? Also es geht ja hier auch, also quasi ein bisschen um meinen Geschmack. Also von der Gestaltung ist alles okay, aber sie guckt mir viel zu weit nach links. Ja? Also es ist mehr Augenweiß als Augenpupille vorhanden. Ich weiß gar nicht, was sie da macht. Es sieht eher aus wie so ein aufgewerteter Schnappschuss. Daher gefällt es mir persönlich jetzt nicht. Ich finde es auch da irgendwie so komisch weich hier. Ähm, Es ist einfach vom Motiv, sagt es mir überhaupt nicht zu. Und es hat nichts mit der Dame zu tun, sondern ja, sie schaut für mich einfach unvorteilhaft. Mag sein, dass du den Moment vor Ort, oder vielleicht bist du auch eine Sie, ich weiß es nicht, dass du den Moment vor Ort irgendwie festgehalten hast und dieses Bild etwas für dich aussagt. Aber nochmal für alle, die auch neu dazugekommen sind bei den Reviews. Es bringt nichts, ein Bild nur zu machen, wie man es selbst gut findet. Man muss immer so ein bisschen denken, was könnten andere drin sehen? Und ich sehe hier nichts Besonderes. Es ist ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild. Sieht aus wie ein aufgewerteter Schnappschuss. Und ja, ist okay. Aber kein Bild, das mir länger in Erinnerung bleibt. Das Bild bleibt mir vielleicht eine Weile in Erinnerung. Ich versuche es gerade noch ein bisschen zu deuten, was es sein soll. Für mich ist also ein bisschen viel Chaos. Also es ist nicht so, dass es mir gefällt. Ja, also ich finde es kurz lustig, so, hat zum Schmunzeln angeregt, aber für mich ist da zu viel drin. Ja, also das ist für mich ein Chaosbild. Äh, Blubberblasen, Fernseher, SpongeBob, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, das zu kapieren, was da die Story ist im Wald. Also ich check's nicht. Also wenn die Story sein soll, alles zusammengewürfelt, der ist halt irgendwo, okay. Erreicht mich nicht ganz. Also, ja, finde ich jetzt, ich finde es lustig, ne? Also allein wegen dem Ausdruck und wie der da steht, aber es ist für mich jetzt kein gutes Bild. Ja, aus dem Grund, weil eben alles durcheinander ist, da hat irgendwie nichts Hand und Fuß, aber ihr könnt es mir gerne erklären. Vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Ja? Ich habe auch schon mal einen Pariser Eiffelturm nicht erkannt. Ja, habe mich da schon oft genug blamiert. Vielleicht fehlt mir hier auch einfach die Message im Bild. Keine Ahnung, was es sein soll. Genau. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Bild. Hier ist ein Porträt. Ja, also der Schnitt ist mutig. Ich hätte oben wahrscheinlich noch ein bisschen weggenommen. Also mir ist oben ein bisschen zu viel. Ich versuche hier gerade ein bisschen rumzuzoomen. Ich hätte wahrscheinlich so geschnitten irgendwo. Also diese Stirn, die ist mir einfach zu hoch. Ja, also das sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht hat er auch eine hohe Stirn. Vielleicht ist es ein Markenzeichen, die hohe Stirn, dann ist es okay. Aber mir ist es da oben zu viel Luft. Ja, weil du hast das Licht eben hier, denke ich mal, eine harte Lichtquelle gebracht. Und da kriegt die Stirn jetzt extrem viel Aufmerksamkeit. Also ich hätte definitiv so geschnitten. Das hätte mir besser gefallen. Also gerne auch in diesem Format, was ihr jetzt seht. Also ein sehr spezielles Format, aber so hätte es mir wahrscheinlich besser gefallen. Aber mit dem Format kann ich nichts anfangen. Ansonsten vom Bild her, ja, ich mag das harte Licht jetzt nicht ganz so arg. Ist ein interessantes Gesicht, hat markante Lippen, auch der Bart, die Augenbrauen. Also ja, ist okay. Finde ich ein interessantes Porträt. Ich bin mir sicher, der Person selber hat es auch gefallen. Ja, mehr kann ich jetzt aktuell zu diesem Bild nicht sagen. Also wie gesagt, anderer Schnitt, definitiv. Definitiv so. Aber auch das Geschmackssache. Wir gehen weiter zum nächsten Bild. Oh, da können wir noch ein bisschen rauszoomen. Ja, da gefällt mir sehr gut die Farbigkeit im Bild. Also mir gefallen diese Brauntöne, auch diese Unschärfe. Gleichzeitig sieht es aus nach Kunstlicht. Das könnte jetzt natürlich eine Montage sein,
wobei, da hätte er sich da unten ganz viel Mühe gegeben. Nee, das ist keine Montage. Also ich tippe mal, die steht da drin. Es sieht trotzdem ein bisschen bearbeitet aus. Ich denke mal, weil sie vielleicht mit Kunstlicht ausgeleuchtet wurde. Also wenn sie rein gefotoshoppt ist, dann ziemlich gut. Spielt aber auch eigentlich gar keine Rolle. Also ich finde es ein richtig cooles Bild. Für mich werden hier jetzt auch gerade so ein bisschen Gestaltungsregeln gebrochen, also vielleicht so meine eigenen Gestaltungsregeln, weil ich sage immer, dahin, wo eine Person sich wendet, das sollte der offene Raum sein. Ja, und jetzt ist hinter ihr der offene Raum. Sie schaut quasi gegen den Bildrahmen hier. Das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht mag, aber irgendwie finde ich es hier passend. Also mein Blick, der wandert irgendwie immer so im Kreis, also immer hier so hin und her. Auch das Kleid, das Outfit kommt jetzt sehr markant rüber, weil der Rest sehr gelblich, orange, grünlich gehalten ist. Und dann haben wir hier dieses Blau. Also ich finde es eigentlich ein cooles Bild. Ja. Vielleicht hätte ich es wirklich besser gefunden, wenn sie sich in die andere Richtung gedreht hätte. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das müsste man probieren. Aber ich finde die Bildstimmung klasse. Ich finde es vor allen Dingen mit der Unschärfe richtig geil. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also hier vorne knackscharf und dann nach hinten schön unscharf. Dann hier noch das Licht drin. Also ein richtig schönes Bild. Gefällt mir ziemlich gut. Wir gehen weiter zum nächsten Bild. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie viel das wir noch haben. So, das ist ganz klar eine Fotomontage. Zumindest mal sieht man es hier an den Sachen, die hier auf dem Tisch liegen. Die sind eigentlich auch nicht gut reingearbeitet. Also technisch gesehen ist diese Fotomontage leider nicht so gut. Das sieht man allein von den Perspektiven der Flasche vom Tisch. Also der Tisch hat eine ganz andere Perspektive wie die Flasche, das Glas, das Handy. Also das passt leider überhaupt nicht. Aber was das Bild hat, es hat eine Story. Ja? Und es dürfen mir auch gerne Leute Bilder schicken, die jetzt vielleicht mit Photoshop noch nicht so die Freaks sind. Wobei ich das eigentlich schon ganz gut finde. Wie gesagt, die technischen Aspekte, die passen hier nicht. Aber das Bild hat eine Story, eine Message, und wenn man dieses Bild jetzt für andere macht, die nicht fotografieren, sagen die, oh, cooles Bild. Aber es passt halt technisch echt überhaupt nicht. Ich sehe auch gerade, wer es gemacht hat. Ich habe doch die ganze Zeit gewusst, den kenne ich doch. Den Eddie Lehmann. Der Eddie, der hat mir dieses Bild ja schon vor Monaten geschickt. Aber das Lustige ist, Eddie hilft mir gerade bei meinem Mallorca-Workshop, ist ein Teilnehmer und hilft auch mit, den zu organisieren. Also an der Stelle Werbung für einen Mallorca-Workshop, fürs Bootcamp im Juni auf Mallorca. Es ist übrigens auch noch, es sind noch ein paar Plätze frei. Und ist gar nicht so teuer, wie immer viele denken, weil die Teilnehmer in einer Finca schlafen und da kostet die Übernachtung gerade mal 50, 60 Euro. Sorry, die Werbung musste jetzt sein, weil ich einen Eddie hier gerade sehe, der auch mit dabei ist. Ja, also technisch nicht so toll, ja, aber Eddie, da redet man nochmal dann beim Bootcamp drüber, ne? Dann zeige ich dir nochmal, was du da beachten musst. Aber das Bild hat eine Message, das gefällt mir schon mal. Ist halt schade wegen den technischen Aspekten hier. Die ragen doch schon sehr stark ins Auge. Dann haben wir hier ein weiteres Schwarz-Weiß-Bild von einem sehr, sehr markanten Typ. Also finde ich gut. Er glänzt mir noch ein bisschen zu stark. Ich weiß nicht, was das Licht hier war. Vielleicht ein Fensterlicht, vielleicht einen großen Schirm oder was könnte das sein? Ich erkenne es jetzt gerade nicht. Ist eigentlich gefällt es mir ganz gut, aber auch hier, schaut mal, die Kopfform. Das sieht aus da, dieser offene Bereich, total unvorteilhaft. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er nur in der Mitte Haare hat und rechts und links weniger, aber das hier ist so markant. Das geht so ins Leere da oben rein. Ich weiß nicht, ob ich da abgedunkelt hätte oder zur Not. Ja, guck mal, ein anderer Schnitt. Warum nicht so ein Schnitt? Ist doch geil. Jetzt ist der doch richtig nah und intensiv. Das gefällt mir so viel besser. Ich weiß gar nicht, was ihr mit den Stirnen habt. Was ist denn die Mehrzahl von Stirn? Stirne. Keine Ahnung. Was ist da so spektakulär an so ja, offene, hohe Stirnen? Keine Ahnung. Also, deswegen lasst sie doch weg. Ne? Die Augen fast schon in der Bildmitte. Guck mal so. Richtig nah, intensiv. Ja gut, wenn es wie gesagt sein Markenzeichen ist, da oben die Stirn und die Lücke, dann muss es halt mit drauf, aber mir gefällt es überhaupt nicht. Ja, aber so gefällt es mir richtig gut. Ja, auch so vielleicht vom Schnitt. Das Augenweiß wirkt hier ein bisschen arg aufgehellt. Ja, war sehr offenblendig, ne? Nase ist schon unscharf, Ohren auch. Wäre ich mit der Blende hochgegangen. Vielleicht, keine Ahnung, welche Blende, aber dass die Nase vielleicht noch ein bisschen scharf ist. Dann, genau.
So, das waren meine Gedanken zu diesem Bild. Haben wir noch was? Ach ja, wir haben noch was. Guck mal, wie romantisch. Ach, wie süß. Ähm, Schöne Gegenlichtaufnahme, ja, sehr emotional. Schöner Farblook, das Gelbliche, super Ausdruck eingefangen. Rundum finde ich es klasse. Die Stelle gefällt mir sehr gut mit den Bäumen. Ja, die Stelle gefällt mir überhaupt nicht. Da ist sehr viel weiß, sehr hell. Ich denke mal, klar, jetzt muss man natürlich, wenn man so draußen mit dem Pärchen fotografiert, man kann ja so einen Ausdruck auch nicht immer auf Kommando einfangen. Da muss man schauen, was man bekommen kann. Und vielleicht war das eben jetzt der perfekte Ausdruck. Da hätte ich auch das Bild so genommen. Wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, vielleicht einen Schritt nach rechts zu gehen, sie ein bisschen umdrehen, dass nur Bäume drauf wären. Also das ist jetzt aber echt meckern auf wirklich ganz hohem Niveau. Oder jetzt suche ich schon ein paar Krümel im Bild. Ist ein echt klasse Bild. Schöner Look, die Tiefen ein bisschen aufgehellt, das Ganze ein bisschen flauer. Also mir gefällt es richtig gut. Und wenn ich etwas finden müsste, dann wäre es wirklich dieser Bereich hier oben. Da hätte ich mir mehr von diesem Bouquet gewünscht, mit diesen Bäumen und nicht so viel offener Bereich. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Wer hat es gemacht? Oh, ich sehe es gar nicht, aber ja, man kann es lesen. Habe ich davor gar nicht gesagt, wer es hier gemacht hat. Manuel Fessler, glaube ich. Ja. Und davor, ja, der Eddie, genau, den hatten wir ja. Gut, da haben wir hier noch ein Bild von Alexander Ndrzejewski. Sorry, aber kann ich nicht aussprechen, aber es dürfte ein Alexander sein. Ja, mir gefällt die Gestaltung vom Bild, wo jetzt wahrscheinlich viele gesagt haben, ach du Scheiße, es geht gar nicht, ne, weil so viel drumherum schwarz ist. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass so viel nichts ist und dann dieses Gelände, ich weiß gar nicht, was es ist, ich kann es euch gar nicht sagen, wie man das nennt hier. Das finde ich spannend. Da wirkt es so alleinstehend, klein, abseits. Also ich finde es gut. Ich finde es spannend. Ist überhaupt nicht mein Metier. Ich kann überhaupt nicht sagen, also technisch gesehen finde ich es jetzt nicht so prickelnd. Ja, also die Klarheit, die Brillanz und so weiter, das geht auch in Webgrößen noch ein bisschen besser. Aber ansonsten, ich finde es ein spannendes Motiv. Also das ist auch so ein Motiv, denke ich mal, was sich der ein oder andere vielleicht aufhängen würde. Irgendwie gibt es auch Ruhe, auch die Farbigkeit, dieses Goldgelbe mit dem Schwarz. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, Alexander nehme ich mal an, mir fehlt da der Zugang. Ja, solche Bilder sind immer ganz schwer zu beurteilen, weil ich ja eher People-Fotograf bin. Wir sind am Ende angekommen und ja, wie immer versuche ich jetzt mal so einen kleinen Favorit hier festzulegen. Welches Bild mir am besten gefallen hat, das ist sehr, sehr schwer. Also ich habe 3 Bilder, fast, das auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine gute Runde. Mir gefallen alle irgendwie, mit dem muss ich ganz ehrlich sagen, mit den 2, die kommen nicht ganz so mit, das vielleicht auch nicht so, dann das, aber die anderen Bilder finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, super Ausdruck, schönes Bild, genau mein Style, logisch. Ich glaube, mir gefällt das ja am besten. Der Bildlook gefällt mir hier irgendwie gut. Die Bearbeitung, das Unscharfe, das Surreale. Also mein Pfeff ist das hier knapp vor dem hier und dann, also ist eine super Runde. Ja, also tolle Einreichungen und ich bedanke mich nochmal an der Stelle. Bitte, bitte schreibt es in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Die Teilnehmer freuen sich, wenn ihr mal ein Bild einreicht. Ihr freut euch auch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Portfolio-Review. In diesem Sinne, bis dann.